was just that. Hallo und herzlich willkommen bei Selbermachen. Heute geht es mal um was ganz anderes. Heute geht es um Sensen. Die Idee, mit einer scharfen Sense ohne Strom eine Wiese zu mähen, ist ganz spannend und hat mich sehr interessiert. Viele ältere Leute, also viele Großeltern, die wissen noch, wie das Sensen geht. Die kennen das noch aus eigener Erfahrung und wissen aber vielleicht nicht mehr genau so, wie das ganz genau gemacht wird, wie man die Sense schärft. Zum Glück gibt es da heute ein paar Leute, die sich um den Erhalt der alten Traditionen kümmern. Zum Beispiel ist das der österreichische Sensenverein. Auch in Deutschland gibt es einen Sensenverein. Die Vereine haben dann Ausbilder. Diese Sensenlehrer geben deutschlandweit Sensenkurse, wo man das alte Handwerk wieder erlernen kann. Deswegen habe ich mich entschlossen, da einen Sensenkurs zu belegen. Und zwar lernt man da in 2 halben Tagen, das ist meist dann ein Wochenende, wie man die Sense schärft, also dengelt, und wie man die Sense für sich einstellt und wie man damit mäht. Das ist alles kein Hexenwerk, das geht ganz einfach und ich bin jetzt dadurch kein Sensenexperte geworden, aber ich denke mal, ich kann euch ein bisschen zeigen, was ich da so mitbekommen habe. Das ist sehr interessant und geht eigentlich ganz einfach. So, zuerst zeige ich euch mal die Teile der Sense und wie die Sense für euch speziell eingestellt wird. So, das hier ist ein Holzwurp, ein österreichischer Holzwurp. Das ist eine Sense vom Sensenverein Österreich. Ich fange mal hier unten an. Hier ist eine kleine Öffnung. Da hinein kommt später von der Sense die sogenannte Warze. Und dadurch hat die Sense dann hier entsprechend Halt. So, dann haben wir hier in der Mitte einen Griff. Das ist der Griff, der Vordergriff für die rechte Hand. Und hier oben ist ein Griff angebaut, das ist der obere Griff für die linke Hand. So, die beiden Griffe, die müssen optimal auf die Person eingestellt werden. Zuerst einmal die Höhe des Ganzen. Der ganze Holzstiel oder der Worp, auch Wurf genannt, sollte ungefähr so sein, dass die Höhe zwischen Kinn und Nasenspitze reicht. Bei mir ist es schon gerade so die Nasenspitze. So, hier habe ich mal einen Stiel aus dem Baumarkt. Da sieht man gleich viel zu kurz. Können wir gleich mal zur Seite legen. So, weiter geht's. Die Position der Griffe ist sehr wichtig. Und zwar kann man hier sehen, ist dieser mittlere Griff einstellbar. Hier sind verschiedene Löcher, kann an verschiedenen Positionen festgemacht werden. Genauso hier oben, verschiedene Positionen. Und das wird jetzt ausgerichtet an der Körpergröße. Und zwar stellt man den Worp neben sich und die Höhe von dem mittleren Griff hier, die muss hier sein, wo das Gelenk ist vom Oberschenkel. Also hier muss dieser Griff sein, der muss so hoch angebracht werden. Der Abstand zwischen den beiden, der muss so bemessen sein, wenn ich hier meinen Ellenbogen auflege und die Hand ausstrecke, müssen hier oben noch 2 cm ungefähr Luft sein bis zum oberen Griff. So muss dieser Griff eingestellt sein. Dann zur Montage der Sense, des Sensenblattes. Das hier ist ein gutes österreichisches Sensenblatt. Es gibt verschiedene Längen. Das hier ist 75 cm breit. Es gibt kleinere. Es gibt auch größere, die über 1 Meter breit sind. Das eine nennt man wie gesagt die Warze. Die muss in dieses Loch hier rein. Das ganze Teil heißt Hamme. Hier ist der Bart der Sense, das ist ein bisschen das dickere Teil.
Und dann geht das alles hier ein bisschen dünner zu, bis zur Spitze. Die Schneide ist dann also wirklich so scharf wie eine Rasierklinge. Und geschärft wird sie nicht durch Schleifen mit einem Schleifstein, sondern durch das sogenannte Dengeln. Das zeige ich euch auch gleich nochmal, wie das aussieht. So. Jetzt kurz zur Montage. Ja, mein Sensenring. Hier sind 2 Schrauben drin, die mit einem Imbusschlüssel festgezogen werden. So. Erstmal halte ich dann den Wurf so, dass das Loch zu mir zeigt und setze dann den Sensenring hier einmal auf und schiebe ihn runter, sodass diese beiden Schrauben auch zu mir zeigen. So, dann wird die Sense genommen und wird hier die Warze in das Loch gesetzt. Und dann kann man den Sensenring hier hochschieben. So, dann gibt es noch einen Keil. Die Funktion zeige ich euch nachher. Der Keil bewirkt eigentlich, dass die Sense mit der Schneide ein Stück über dem Boden schwebt. Der Keil kommt hier hintergesetzt. So, jetzt nochmal zum Ansehen hier. Sieht jetzt so aus, dass der Keil jetzt dahinter steht. So, jetzt mache ich die Schrauben ein wenig fest. Sodass sie anfangen zu ziehen. Aber dass ich das Sensenblatt noch verdrehen kann, in der Lage verändern kann. So. Also ich kann das noch ein bisschen in der Lage verändern. Das soll auch so sein. So, jetzt wird das Sensenblatt noch in der Lage eingestellt. Das zeige ich euch dann draußen. So, jetzt stellen wir den sogenannten Zirkel der Sense ein. Das bedeutet, ich kann das Blatt jetzt hier höher oder tiefer einstellen, sodass der Bogen eben etwas stärker oder weniger stark ist. Das merkt man nachher, wie viel man mit der Sense auf einmal an Gras wegnehmen kann. Und das bedeutet, das entscheidet auch darüber, wie leicht man die Sense durchs Gras bewegen kann oder wie schwer das dann nachher geht. Für die 75er Sense, die ich hier habe, sollte man, das zeige ich gleich, den Zirkel so einstellen, dass die Spitze 2 cm tiefer als der Bart nachher kommt. So, dazu stellt man die Sense hier mit dem oberen Griff so an den Fuß und lässt die Sense nach unten. So, jetzt muss man sich hier einen Punkt suchen in der Wiese. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Stein als Beispiel genommen. Es kann ein Blatt sein, ein Grashalm oder irgendwas anderes. Und hält die Sense so, dass der Bart an dem Stein jetzt herankommt. Das ist jetzt hier so eingestellt, dass das Rote vom Bart jetzt am oberen Eck vom Stein ist. Jetzt bewege ich die Sense hier einfach um meinen Fuß herum und die Spitze, die sollte jetzt ca. 2 cm tiefer bei einer 75er Sense sein. Das passt hier schon ganz gut. Könnte noch ein Tick höher. Ah, schon zu viel. So. Jetzt wird noch mal probiert. Da. So, schon besser. So, jetzt wird die Sense so richtig festgeschraubt. Jetzt zur Funktion des Keils nochmal. Der bewirkt, dass die Sense so ein bisschen zur Seite kippt und die Schneide innen hochkommt. Wenn man die Sense so hält und auf die Erde runterlässt, dann soll die Schneide so einen halben
cm maximal vom Boden abstehen, also ein Stück nach oben kommen. Wenn das zu wenig ist, wenn das so aussieht, muss der Keil tiefer reingeschoben werden. So ist das ungefähr richtig. Was wir jetzt noch brauchen, um die Sense vorzubereiten zum Schneiden, ist ein Wetzstein. Der Wetzstein besteht aus einem Sandstein, einem sehr feinen Sandstein und sollte immer feucht sein. Dazu gibt es hier einen sogenannten Wetzsteinkumpf. Der Kumpf, da ist Wasser drin, da kommt der Wetzstein rein und dann kommt dieses Teil praktisch an die Hose, an der Hose befestigt. So, zum Wetzen. Wetzen heißt nicht schärfen. Das Schärfen der Sense passiert beim Dengeln. Beim Wetzen wird die Schneide nochmal vorbereitet zum Schneiden und bekommt dann den letzten Schliff. Und zwar geht das so: Der Wetzstein wird so gehalten und wird einmal vorne, einmal hinten über das ganze Blatt gezogen. Und wie gesagt, immer dran denken, der muss immer feucht sein, kommt zurück ins Wasser. So, die Sense ist jetzt schneidfertig und ich kann euch mal zeigen, was eine scharfe Sense schneiden kann. So, Mais. So, also zur Grundhaltung beim Nähen ist das so: Die Sense wird locker mit den Armen gehalten. Die Beine stehen hüftbreit auseinander. Das eine Bein kommt ein Stück vor, der eine Fuß kommt ein Stück vor und ich gehe jetzt so weit runter mit lockeren Knien, bis die Sense auf dem Boden liegt. Die Sense muss beim Sensen auf dem Boden gleiten. So, dann wird mit der Hüfte geschwungen. Und die Sense wird einfach über den Boden gezogen, hin und zurück. Und dann geht man eben ein Stück vor und dann geht es weiter. Ist leider hier nicht sehr gut, mein Gras, aber man sieht, wie die rasierklingenscharfe Sense über das Gras geht. Das waren jetzt die ersten Grundlagen beim Sensen. Ich zeige euch dann noch, wie die Sense scharf gemacht wird durch Dengeln und wie das bei einer richtigen Wiese aussieht. Zum Dengeln brauchen wir eine stabile Unterlage, die möglichst schwer sein sollte, einen abgerundeten, polierten Amboss, einen kleinen Amboss und einen Dengelhammer, der auch an der Fläche poliert ist. Die Höhe sollte so abgestimmt sein, dass man am Ende das Sensenblatt auf dem Knie über diesen Amboss führen kann. Wenn die Höhe nicht hundertprozentig stimmt, kann man sich hier unter den Fuß noch eine kleine Unterlage setzen, womit man die Höhe so ein bisschen variieren kann. So, man beginnt beim Bart und hält die Sense so, dass dieser gewölbte Teil nach unten zeigt. Im Grunde wird die Schneide jetzt hier so dünn geschlagen, dass das Rasierklingen scharf wird. Dazu legt man die Schneide hier bis auf die Mitte dieser gewölbten Fläche. Mit dem Finger wird geführt hinten, mit dem Daumen nach oben gehalten. So. Und dann schlägt man mit dem Dengelhammer
nehmt hier mehrmals auf die eine Stelle und schiebt dabei das Sensenblatt ganz langsam hier rüber. Die Schneide sollte dann so dünn werden, dass man, wenn man mit dem Daumennagel dahinter fährt, dass die Schneide sich dabei eindellt. Das sieht man an der Reflexion. Man kann das auch hier über den Amboss laufen lassen und sieht dann, ob sich diese Schneide eben dabei verbiegt in der Reflexion. Dann ist genug gedengelt. Man kann auch hier, wenn man nicht weiß, wo man jetzt gerade ist, kann man sich mit einem Bordmarkerstift die Schneide anmalen und wenn man draufschlägt, geht der schwarze Stift weg. Anderes, was ich gesehen habe, dass man das hier in Wasser taucht und feucht macht, dann sieht man, wo die feuchte Stelle ist, da war man schon mit dem Dengeln. Und wenn man fertig ist mit dem Dengeln, dann hat man eben die Schärfe erreicht, die man braucht zum Mähen. So, jetzt mal das Ganze anhand einer richtigen Wiese, wo man richtig hohes Gras hat. So, nicht vergessen, den Zirkel der Sense einzustellen. Deswegen sollte man immer den Imbusschlüssel griffbereit haben. Bei so dicken Gräsern kann man auch so ein bisschen weiter über dem Boden die Sense entlang führen. Dann geht es ein bisschen leichter und man trifft vielleicht auch den Erdhügel, der sich darunter versteckt, nicht. Wie gesagt, ich bin kein Experte im Sensen. Ich habe das jetzt gerade mal insgesamt einen Tag lang mal probiert und mal schauen, wie es hier funktioniert. Das ist auch nicht die richtige Zeit zum Mähen. Es ist abends, hat zwar genieselt einen Tag, das Gras ist auch feucht, aber so richtig komme ich da nicht vorwärts. Das Gras liegt teilweise schon platt gefahren da und ist sehr, sehr verfilzt, wo das losgeht. So, das soll zum Thema Mähen gewesen sein. Wie gesagt, wenn es euch mehr interessiert, meldet euch zu einem Sensenkurs an. Die Termine findet ihr auf der Webseite vom Sensenverein. Die Links werde ich euch in die Beschreibung des Videos mit einschreiben. Und auch noch ein Link zu einem schönen Video mit Erwin Zachel, bei dem ich den Sensenkurs gemacht habe, damit ihr mal sehen könnt, wie sowas abläuft, wie es da lang geht. Und ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren,
viel Spaß beim Sensenkurs und bis zum nächsten Mal. Tschüss!